Wer an Polder denkt, denkt sicher nicht an Big Baits. Heute wollen wir beweisen, dass in den kleinsten Gewässern man auch mit riesigen Ködern fangen kann. Mit dabei Daniel. Guten Morgen. Und Becky. Guten Morgen. Also mit 30 cm plus wollen wir heute fangen. Hier. Das ist kein 30 cm. Also er glaubt, wir fangen was damit. Die Challenge ist es, einen einzigen Fisch zu fangen. And the thing is, these polders, they have small fish, but they also have big fish. And I think usually you catch the small ones. Maybe today we get the big one. Wir werden sehen. Viel Spaß bei der Folge. Let's go. Nochmal eine Sache in einer eigenen Angelegenheit. Wir haben hier so neue Rod Socks. Richtig schön Neopren-Meshed-Material. Das Gute ist, du bleibst nicht hängen. Wie bei normalen Sleeves, wenn du die dann rüber machst und abmachst, bleibt man oft in den Ring hängen. Also weich, trocknet schnell. Guckt mal in die Videobeschreibung, haben wir einen Link hinterlegt. Let's go! So, ich starte mit 30 cm, vielleicht ein bisschen mehr mit der Miros Maus, unser neuer Twister. Ich bin gespannt, aber Daniel hat noch ein viel größeres Teil dran. Almost 50. Look, it's longer than my face. No, it's very big. It has 3 trebles. And I think it's just one big piece of bait that's going through the water. It's going to push a lot of water. The pike going to feel this. And hopefully they think it's a nice meal. We have a heavy rod because we need to be able to set the hook. Ich bin gespannt, ob wir damit irgendwie schaffen, ein paar Hechte zu verhaften. Es wird auf jeden Fall anstrengend heute. Das ist harte Arbeit, die dicken Dinger zu werfen. Hier in so Ecken stehen immer gerne Fische. Das ist irgendwie in den Poldern immer so. Und guckt euch mal dieses Teil an. Schon echt ein großes Ding. Läuft richtig geil. Ich hoffe, dass hier gleich einer drauf einschlägt. Man denkt ja dann immer sofort, das ist ein dicker. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. So it's going to be a bit of a difficult challenge maybe. But you never know how these pike are going to react. We're going to use the biggest baits we have in our collection. You know, these fish, I think they are not used to this giant baits. Most people that fish here fish with small baits, so it could really work. I think maybe if we are lucky, we're gonna catch 2 or 3 fish, but hopefully it's gonna be a big one. Yeah. I got some tip! You said you will never catch something on this lure in this water. He said we have to go to the bridge. And there's a very big pike there. He's a very young guy, but he seemed experienced, so maybe we should try it. It's a close call. It's okay. Yeah, it's okay. It's on the green Becky, du hast noch ein bisschen Platz. Ich habe noch ein bisschen Platz. Du kannst noch springen. Mit diesem Trümmer werden wir heute vermutlich nur eine Handvoll Bisse erwarten können. Das bedeutet, wir angeln eigentlich für den einen Biss am ganzen Tag. Und hoffentlich bleibt der dann auch hängen. Ich bin aber zuversichtlich. Der Prototyp, den ich hier fische, der läuft richtig gut. Und Daniel bringt uns hier ein paar geile Gewässer. Jetzt heißt es einfach nur fleißig die Dinger hier durch die Gegend werfen. Wie anfangs schon erwähnt, die meisten Leute glauben nicht, dass man mit so großen Ködern in so kleinen Gräben fangen kann. Das Ding hier drin. Aber wir werden euch heute hoffentlich das Gegenteil beweisen. Schon krass. Man muss sich selbst dazu natürlich überwinden, also auch mit kleineren Ködern in diesen Gräben zu angeln. Aber ich habe schon so oft so schöne Fische gefangen in solchen Gräben. Also sowas sollte man nie außer Acht lassen. Und noch besser, wenn man noch kleine Köderfische an der Oberfläche schwimmen sieht. Das hat nämlich auch ganz oft im Polder, dass man das sieht. Hier jetzt noch nicht. Aber danach solltet ihr immer Ausschau halten. Das sind hier wirklich so Microspots dann, ne? Das darf man nicht unterschätzen. So kleine Rohre, solche Rohre, haben mir schon oft einen guten Hecht gebracht. Deswegen sowas auch versuchen auszuangeln. So, aber jetzt Spotwechsel. Einen Spot geangelt, direkt eine kurze Stärkung. First fish of the day. Ja, erster Fisch für heute, ja? Ah, lecker. Gesund. Und wir haben auch diese. Short but big, Ja. but soft. Sag mal. I feel it. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben oder nicht. If I buy a burger at McDonald's, Ja. that doesn't happen that often, but if I do it, I put down the pickles or I say without pickles, please. Really? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch macht. Burger immer ohne Gewürz gucken. Also, schnell aufmischen. Wir sehen uns am Wasser. Große Köder, kleine Garnele. Bis gleich. Das ist auch große Köder. Ja.
for you. Yeah. Can I catch you with that? Yeah. So, frisch gestärkt zum nächsten Spot. Daniel, can I start fishing? You are the guide. Where should I start? We got to this new spot. Look over there. Water coming out. Very interesting place, but it's a small place, so we have to walk softly. We do not want to scare the pike. And Dustin will try and catch the first one. Das sieht hier schon sehr, sehr gut aus. Hätte schon gedacht, hier könnte es direkt knallen. I really like these type of areas. It's just small canals. I think we'll get one. Der neue Spot sieht richtig gut aus. Aber ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist für diese Monsterköder. Hechte sind ja auf jeden Fall drin, aber es ist nicht so einfach, diese ganz schweren Köder hier in diesen kleinen Dingern präzise zu werfen und dann auch gut zu führen. Ich will mal eine Sache probieren. Wir haben jetzt echt einen schönen Spot ausgefischt. Ging nix. Ich mache mal ganz kurz einen Spinner, Mann. Das klappt. Darf keiner sehen, dass ich schummle. Einmal kurz gucken. Boah, wie klein das plötzlich wirkt. Fühlt sich jetzt an wie Spielzeug hier alles gerade. Auch nix. Hätte ja sein können. Ich dachte, man wirft jetzt hier einen kleinen rein und es beißt sofort. Nicht passiert. Bei mir kam leider auch nichts. Ich habe noch die anderen 2, 3 Becken abgeworfen. Ja, aber kam nichts leider. So, nix gewesen. Schade. Nächster Spot. Der halbe Tag ist schon rum. Bis jetzt noch nicht einen einzigen Biss. Sieht richtig gut aus. Wasser ist viel klarer als in den anderen Spots. Ein ganz bisschen größeres System. Ich habe ein gutes Gefühl hier, Daniel, right? Yeah. You think we catch one here? The water looks so nice. I think the chances are good. It's clear, but it's not too clear. Yeah, it's perfect. Oh, your lure looks so Yeah, nice. look at it. Visibility is very good. I think the pike like this. Big lure, 50 centimeters. It's crazy. Oh, I have a follower. It's still here. It's still here. Oh, yeah, it was watching. Ooh, was big one, 80 plus. Maybe 90 plus. Oh, der erste Follower, ein richtig schöner Fisch sogar. 80 Zentimeter locker. Schade, Mann. Oh, das wäre es gewesen, ey. Wir angeln jetzt bestimmt schon 3-4 Stunden. But this is a very good sign. Yeah, it's a very good sign. Dustin hat den ersten Follower gehabt und anscheinend auch einen richtig guten Fisch. Das macht Hoffnung. Der Stretch hier scheint vielversprechend zu sein. Yeah, I think we should leave this pike because we don't want to get it really confused. Right now it's just following and looking at the bait. And I think if we just leave it for 1 hour, we come back, it's fresh again. And then first cast, maybe we get it. It's fishing. Oh, das wäre es gewesen, ey. So ein Mist, ey. Ah. Naja, okay. Aber wie Danny schon sagte, ist ein gutes Zeichen. Vielleicht sind die hier aktiver. Also alles spricht dafür, dass es hier geiler ist. Klarer. Irgendwie sieht es alles hier fresher aus. Bisschen Strömung drauf, das ist auch gut. Mist. Fisch! Oh, lost it! Jetzt hat keine 30 Sekunden später der Dustin den nächsten Biss bekommen. Oh Mann, ey! Da hat er reingebissen, der Gute. Oh Mann, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ey, wie kann das sein? Oh, Mist. Ärgerlich, wirklich. Wenn man so wenig Chancen bekommt, dann tut das weh, wenn der nicht hängen bleibt. Mann, ey. Scheinbar haben wir jetzt den passenden Polder gefunden. Er ist schön tief, das Wasser ist sehr klar und Dustin konnte einen Nachläufer und direkten Biss verzeichnen, nach nicht mal 5 Minuten Angeln oder so. Und die Strecke geht hier anscheinend noch 1 Kilometer weiter, sprich wir können hier jetzt noch 1-2 Stunden problemlos den Polder hier fischen. Ich glaube, jetzt kriegen wir noch einen. Ja, die Hoffnung war schon echt gut. Ich glaube, wir haben noch so 4 Stunden, knapp 4 Stunden für einen Fisch. Manchmal muss man durchziehen, ne? Was machen wir heute? Wo ist ein Wackinger? Ist der schon wieder vorgerannt zu den besten Spots? Ja.
Follower, follower, Oh. follower, yeah. Here, look this Ah. rule. Sie sehen, Daniel hat gerade einen richtig großen Follower gehabt. Hier sieht man noch den Schwall. Man kann in diesem Graben fast rüberspringen. Unglaublich, in welchen kleinen Gräben große Hechte sind. Wahnsinn. Hey, you need to catch it. Immer noch kein Biss für mich, ey. Die anderen konnten schon Nachläufer und Bisse verzeichnen. Bei mir hat sich noch gar nichts getan, ey. Ich habe auch noch nicht einmal die Köder gewechselt. Heute immer noch den fetten Prototypen dran. Er läuft auch so cool. Deshalb will ich ihn gar nicht wechseln. Aber es ist nicht einfach mit diesen dicken Ködern, in diesen flachen Gräben hier zu angeln. Thank you. Daniel ist den ganzen Weg zurückgerannt, netterweise, und hat meinen Köder gerettet, weil das sind noch Prototypen und wir haben nicht so viele dabei. Voller Körpereinsatz, um ihn zu retten. Sehr gut gemacht. Let's go, Daniel! We're back to the fishing spot where I had this really nice follower. And we're gonna try and catch it. Dustin said I'm allowed to take the first cast. So it's an honor to do the first cast on First Cast TV. We have one mission today, one fish on this giant lure. And I think this could be this place. This could be the spot of the day to catch the big one. Ja! Yeah, you got it! Nice! Nice! Yes, dude! Oh, it's a good fish! Nice, man! It's a very nice fish! Nein! No! Are you joking me? It was big. It was like 90 plus. Dude, it was big! Ah, ah, es war ein 90er Fisch hier in diesem Mini-Graben. Fuck! Ah, Dustin! ah, What are you doing? nicht gefangen, aber der Beweis, es funktioniert. Riesenköder in kleinen Gräben. Guckt euch den Graben an, ich kann hier fast rüberspringen und es war ein 90er Fisch, ne? 90 cm in so einem Pisstümpel. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Ich bin ein bisschen traurig, aber es ist ja noch nicht zu Ende. Egal, weiter geht's, komm. Mehr oder weniger hat das bewiesen. Große Köder in so kleinen Gräben funktionieren. Aber wir wollen das Ding auch ans Land holen. Why? And it was really a good fish. Yeah, it was over 90, I think. Yeah, it was so around 90, I would say. I'm very disappointed. I think this is a typical move for Dustin to do this on purpose. But yeah, you know, it's still early in the day and he didn't want the episode to be over. So he lost it on purpose. I really think it's a tough day. I really want to go home. And yeah, now I cannot go home. But luckily Dustin is paying me very well. Kein Glück heute, ey. Der dritte Fisch, den ich verknalle. Wahnsinn, ey. 3 Fische. Aber ihr seht, es ist möglich. Es ist möglich und es macht irgendwie auch Spaß, weil man das Gefühl hat, man fängt die Dicken. Und der Fisch gerade hat wirklich 90 plus gehabt. In so einem kleinen Kanal. Ich stellt euch das mal vor, ey. Das Ding, da hätte ich rüberspringen können. Der hängt bombenfest. Kriegt die nicht los. Wenn das dann vielleicht von der anderen Seite kommt und meine Schnur einsammelt. Ah, Dankeschön. Hey. Danke, Onkel. Dann weiter angeln. Der Plan ist, weiter angeln, weitermachen, Fisch fangen. Irgendwann muss er kommen. Sieht auch hier so gut aus, diese Mikrospots und so. Schon geil. Ich bin nicht so sicher, ob das mich hier aushält, ey. Don't do it. You see that? Stop it, Daniel. Komm. Oh. No. No, no. No, 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 I don't need your help. Er hat viel Angst. Da hast du mir noch ungefähr 2 Stunden. 1, 2 Spots noch. Ja,
Und dann muss es kommen. Es hätte schon eigentlich alles perfekt sein können. Die Chancen hatten wir. Daniel bringt uns hoffentlich zu einem guten Spot. Du warst ein bisschen zu langsam, du hättest ihn schon mit der Hand Ja, greifen können. hätte ich längere Arme, so lange Arme wie du, dann hätte ich ihn im Nacken gegriffen. Aber wenn ich an den Sander zurückdenke. Ja, das ist ein dunkler Fleck in meinem Gedächtnis. Becky, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Fuck, Das hast du nicht ernsthaft gemacht. Ja, ich bin gestolpert hier. Hast du da, denkst du da manchmal noch dran? In letzter Zeit schon, weil das ab und an auf den sozialen Medien ausgeschlachtet worden ist, dieser Moment. Stell dir mal vor, es wäre, also ich meine, es war ein schöner Zander. Ja, aber ich weiß nicht. Stell dir mal vor, es wäre so ein PB-Fisch gewesen. Also. Dann noch irgendwie im Turnier oder so. Wir haben Kumpels, die haben schon so richtige Monster-Ausnahmefische. 1,30 Hecht plus. 1,30 Hecht. Schöne Grüße an denjenigen, der weiß, wen wir meinen. Daniel ist gerade mit dem Reifen voll gegen den Bordstein geknallt. Bro, your tire is flat. Wer will spare one? So, wir haben noch ungefähr 1,5 Stunden zu angeln und jetzt dürfen wir erstmal einen Reifen wechseln. Also mit platten Reifen kennen wir uns aus, aber der ist richtig zerfetzt. Ich habe es richtig bumm gesehen, weil er... Daniel hat übrigens ein neues Auto, weil er sein letztes zu Schrott gefahren hat. Very good, Daniel. I think it's in here. Yeah, stupid stuff. I looked to the left and I looked back and there was like a edge and I hit it with my wheel. That's yours? Just 80? I mean, in your case, it's even better just to drive 80, Max. You thought the episode was quite boring, so make some nice stuff. I did it on purpose. Oh, Daniel. Ich habe auf dem Hinweg schon einen Reifen repariert. Das ist kein Problem. Da hat er mich angerufen, in Panik. Ich habe ein Problem, mein Reifen ist platt. Habe ich ihm erst mal erklärt, wie das geht, wa? Wikinger! Kind of hit the sidewalk. Während die anderen beiden fleißig den Reifen wechseln, mache ich hier mal schnell ein paar Würfe. Und das Ding ist randvoll mit Köderfischen. Das ist eigentlich schon mal ein geiles Zeichen. Ja, okay, go, go, go. Heutzutage kann das doch gar keiner mehr. Ich spiele alle nur auf Computer. Wir sind auf TikTok. Frag mal Becky, da soll man einen Reifen wechseln. Gar kein Problem. Habe ich gesehen. Da ist wir haben große Probleme. Wir hatten auch ein großes Problem. Mein Vater hat immer gesagt, na fest und ab. Okay, durchgeschwitzt, fertig. Karma-Punkte gesammelt. Irgendwas scheine ich vorher falsch gemacht zu haben, so viele Fische, wie ich heute verloren habe. Hey. Boah, der eiert so hart, der Reifen. Das kann nicht normal sein. Oh. Schieß nicht. Ey, sein Radlager wird kaputt sein. Irgendwas passt da nicht. Das Ding eiert wie sonst was. Da müssen wir noch mal kurz nachschauen. Ja, One Man Down. Daniel ist raus. Wir haben es zwar gefixt, aber es eiert so hart rum, dass wir ein bisschen Sorge haben, dass da was passiert. Deswegen wird er das erstmal reparieren. Eine Stunde haben wir verloren. Eieieiei. Es kann sein, dass es Nachspielzeit gibt und wir morgen weitermachen müssen. Aber jetzt probieren wir es noch. Den einen Fisch auf dem Big Bait im Kanal. Einen Spot haben wir noch und ungefähr eine halbe Stunde. Vielleicht ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ja. Richtige Verzögerung. Richtig kleines Wasser jetzt auch. Becky, wir geben noch einmal Gas, oder? Ja, hol dann raus. Du auch. Hätten wir uns jetzt verdient nach der ganzen Action. Ja. Wir ziehen nach wie vor mit demselben Köder durch, mit unserem Prototypen an dem BKK-Rig mit dem 4.0er Haken und noch ein kleines Zusatzgewicht. Die Rigs bekommt ihr natürlich bei uns im Online-Shop bei CMB. Der Köder ist leider noch nicht draußen, aber ich freue mich sehr, wenn der endlich auf den Markt kommt. Ich finde nicht, dass das geil aussieht hier, oder? Richtig geil finde ich es nicht. Rücken sehen ganz cool aus, aber im Wasser gefällt es mir nicht so. Die Ufer sind komplett befestigt, also gar keine natürlichen Ufer. Ob das hier noch was wird, ey, ich weiß es nicht. Dann müssen wir es verlängern. Wir geben nicht auf. Ich meine, wir angeln auch nicht auf die Schniepel. Wir wollen den einen dicken aus dem Polder. Quasi den Wächter des Polders hier. Den König
des Grams. Und das geht halt nicht mal so auf Anhieb. Da müssen wir jetzt richtig durchziehen. Und wenn wir noch einen Tag dranhängen müssen. Gerade noch erzählt, dass ich den ganzen Tag bis jetzt einen Köder gefischt habe. Jetzt wird es dann doch noch mal Zeit für einen Köderwechsel. Und ich wechsle auf unsere Crab, auf unseren Doppelschwanz-Twister. Auch noch ein Prototyp, aber kurz vor Release. Da kommt noch ein kleines Gewicht hin, damit ich so ein bisschen schneller fischen kann. Da muss aber auch ein ordentlicher Hecht mit ordentlich Hunger kommen, um das Ding hier wegzuschlürfen. Wir werden sehen. Boah, ist ja krass. Wenn der nicht fängt, weiß ich auch nicht. So, langsam neigt sich hier dem Ende. So ein Mist, ey. Ich habe so daran geglaubt. Und wir hatten ja auch viele Chancen. Es ist ja nicht so, dass es überhaupt nicht ging oder so. Naja, müssen wir morgen noch mal ran. Hilft nichts. Heute waren wir echt vom Pech verfolgt. Fische verloren, Auto geschrottet. Naja, aber in 10 Minuten kann noch sehr viel passieren. Ihr seht es am Himmel, die Sonne geht so langsam unter. Ich glaube, es wird noch ein richtig schöner Sonnenuntergang und hoffentlich auch mit einem Fisch in der Hand. Weil wenn nicht, ey, dann gehen wir, glaube ich, beide ganz schön geknickt ins Bett heute. Das war schon harte Arbeit für bis jetzt noch sehr, sehr wenig Ergebnis. So, Becky, wir haben versagt. Ey, wir waren so fleißig, wir haben so brav die dicken Dinger den ganzen Tag geworfen. Egal. Und es hätte auch fast geklappt. Es ist jetzt nicht mal so, dass es nicht funktioniert hätte, was wir gemacht haben. Du hattest einen Fisch richtig drauf, den haben wir alle gesehen. Dann hattest du einen Nachläufer, du hattest einen Biss. Eigentlich genauso, wie man sich wünscht. Egal, morgen geht's weiter. Ab ins Bett. Bis gleich. Eine Nacht vorbei. Wir haben uns erholt von der Schmach. Hoffentlich, und heute geht's wieder los. Große Köder, kleine Gewässer. Wir haben Glückspilz dabei, weil wir es alleine nicht schaffen. Ja, Moritz, Junge. Moin, Moritz. Ja, Moritz macht heute was Besonderes, weil der wird hinterher fischen mit kleineren Ködern. Genau. Viele von euch haben mein witziges Wortspiel bestimmt verstanden. Moritz ist nicht nämlich Pilzfluencer. War ein richtiger Dad-Joke-Niveau-Witz. Für alle, die ihn noch nicht kennen, wir packen mal die Profile in die Videobeschreibung. Ihr könnt mal gucken. Richtig geile, ästhetische Pilzbilder. Und einen YouTube-Channel hat er auch. Packen wir alles unten rein. Schnell zum Wasser, 2 Minuten. Und dann geht's los. Heute werden wir die richtig rausknallen, die dicken Fische auf die dicken Köder. Man muss motiviert sein. Gestern Abend gebrochen gewesen. Heute Morgen voller neuer Energie. Und dann kommt der verrückte Holländer, der wird uns heute auch noch unterstützen. Oh. Es gibt keinen Menschen, der schlimmer fährt als der. Deswegen immer gefährlich. Wenn Bart in der Nähe ist, immer gefährlich. Hi, I'm Mark. Hi, I'm Mark. Good morning, Bro. Okay, let's go, oder? Schnell noch die Schuhe schnüren und dann geht's los. Ich bin heiß, ich hab Bock, aber auch noch ein bisschen verpennt. 4 Leute am Start. Bart, Moritz, Becky und Icke, wa? Ja, mal gucken, ob das heute was wird. Das sind tatsächlich kleine Gewässer. Einfach mal hier langlaufen, oder? Boys, run and gun. Fühlt sich an, als wären die hier auf der Flucht. Ey, da rennen hier alle lang. Ist ja unglaublich. Das ist mal wieder eine kleine Challenge mit 4 Mann. Da fliegt gefühlt im Sekundentakt überall links, rechts ein Köder ins Wasser. Good job, Bart. Bro, I'm used to fishing 3.5 grams and now I'm fishing 150 grams. So. Ich muss jetzt auch abliefern, ich bin ja Glückspilz heute, deswegen muss jetzt den ersten Fisch eigentlich fangen. Was wäre so mies, ne? Das mache ich nicht. Ich muss mich eigentlich zurückhalten hier. Ey. Sieht eigentlich gut aus. Futterfisch ist hier. Ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Na, gucken. Ich glaube, ein großer Nachteil von so großen Ködern in so kleinen Gewässern ist natürlich, dass die sehr, sehr laut sind beim Einplatschen. Ich glaube, wenn die Hechte aktiv sind und aggressiv sind, dann kann das positiv sein. Aber wenn die so inaktiv und träge sind wie jetzt gerade, glaube ich, ist das eher ein Problem.
Ich habe jetzt hier mal links und rechts alles abgeworfen, habe versucht ein bisschen die Gräben abzuwerfen, in denen das hier noch nicht drin war. Aber das Problem ist, die sind alle echt super flach. Ich spreche hier von 15 bis 25 Zentimeter. Ob das so das Richtige ist für ein paar dicke Hechte, wage ich gerade ein bisschen zu bezweifeln. Mal schauen, da hinten sind noch ganz viele Gräben. Vielleicht werden die ein bisschen tiefer. Sieht hier schon super aus mit dem Rohr und so. Darunter stehen sie eigentlich. You saw? You're here. Yeah, I saw it on. You had it, right? Yeah. Yeah. Oh, there it is. On the third or fourth cast, we had a nice follower, and then a bite, and then another bite, but they didn't stick. He didn't stick. So we'll try some more. Hope we will get it. It was like an 80 fish. Bart hatte einen Biss, was tatsächlich jetzt schon wieder Mut macht. Aber ihr wisst es alle. Gestern hatten wir auch Bisse und am Ende stand eine 0. Bisse kannst du nicht braten, wa? Bisse kannst du nicht braten. Beißt zwar nicht, aber dafür ist das Wetter gut. Es fängt auch richtig an zu regnen hier im Winter. Wind, Sturm. Real man weather. I had a strike. Ich hatte einen Biss jetzt hier unter der Brücke geskippt. Kann doch nicht sein. Ja, gerade noch einen Biss gehabt, ey. Auf dem Tail. Aber die Zeit zum Spotwechsel, beim Spotwechsel will ich kurz nutzen, um mal zu fragen. Was machst du eigentlich? Ich bin Pilzfluencer. Ja, das habe ich schon Es ist gehört. mysteriös, was ich mache. Ich mache Pilzkunst, ich mache Pilzkurse. Also mit mir kann man in den Wald gehen und ich zeige dir, wie man Survival machen kann. Wir müssen mal einen Catch and Cook machen. Richtig, das sollten wir machen. Vor allen Dingen auch, wenn ihr mal irgendwie wieder hochfahrt, ab North oder so. Da gibt es ja auch viele Pilze, deswegen kriegt ihr mal einen kleinen Crashkurs von mir. Okay, aber du machst parallel auch noch, also du hast ja einen richtigen Online-Shop, wo du Pilzprodukte vertreibst quasi auch. Genau, Ne? wir haben noch eine Firma mit Getränken auf Vitalpilzbasis, also Kakao, Kaffee, Tee. Gut fürs Immunsystem brauchen wir. Ja, glaube ich auch bei dem Wetter hier. Ja, und bei unserer Ernährung hier, vielleicht voll. beim nächsten Trip nehmen wir was mit. Ja, gerne. Aber jetzt lass holen mal wir uns einen Fisch erstmal fangen, ey. einen Hecht. Da hat der Pilzfluencer einen Nachläufer gehabt hier. Muss man ja sagen, dass du nicht nur Pilzfluencer bist, sondern auch ein sehr erfolgreicher Fotograf warst. Das sieht man, finde ich, auch an deinen Bildern. Ja? Ja klar, in dem Angelkosmos sieht man sowas ja nicht so viel oft. Nee, nicht so viel oft. Nicht so oft, dass jemand so viel Gespür für Ästhetik hat. Das soll jetzt kein Front an die Angelszene sein, aber das fällt schon auf. Ist mir egal, aber ich fange jetzt den Fisch weg, der hier jetzt gerade hier hinterhergelaufen ist. Fisch, 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 Fisch! Oh, that's not too bad. Nice fish, ey. Oh, Alter, ein Shaking. Maze Runner. Warte mal, Maze Runner, schön. Hängt auch gut im Mundwinkel. Oh, ist doch ein guter Fisch. Geil, die Erlösung. Natürlich kommt er mit dem kleinen Köder an und fängt ein. Ja, Aber ich hatte hier gerade einen Nachläufer, ich glaube, das war der auch. Ja. Und ich dachte, ich werfe noch dreimal dahin. aber der ist größer als 60. Das ist ein 70er. Ja, ne? Schöner Fisch. Schöner Fisch, herrlich. Geil. Geil. Ist herrlich. Schön. Bisschen Teigfingert. Ja, schön, ganz geht gut. so. Geil. Ja, erster Fisch. Ja, erster Fisch. Jetzt müssen wir nachlegen. Das ist der Durchbruch, jetzt müsst ihr kommen. Ja, hoffentlich. Geil, weiter geht's. Endlich der erste Fisch hier in der Folge. Vielleicht ist damit der Bann gebrochen. Leider noch nicht auf unser Ziel, auf die Big Baits. Aber das ist ein gutes Zeichen. Die Fische haben schon irgendwie ein bisschen Bock. Wir haben ein paar Nachläufer, wir haben ein paar Bisse. Und jetzt schlussendlich konnte Moritz auch den ersten Fisch fangen. Ich bin zuversichtlich, dass hier irgendwann, früher oder später, auch noch einer auf unsere dicken Dinger beißt. Oh, Fisch! Hast du gesehen? Oh, shit! Follower, Nee, der hat den voll im Maul gehabt. Komplett. schöner Fisch. Also 70er, Alter. Da ist er wieder, da ist er dahinter. Ja, Der ist dahinter, ich der ist seh- dahinter. Oh! Ich führe hier lang und hier ist es glasklar und plötzlich kam da so ein Hecht rausgeschossen und hämmert diesen Köder voll weg. Mist, ey, aber es geht. So viel Pech kann man doch nicht haben, ey. Dieser eine verfiebte Fisch.
Wolle wird mittlerweile wieder ein bisschen breiter und er geht auf beiden Seiten der Straße entlang. Dustin und Bart versuchen es auf der rechten Seite, ich versuche es auf der linken Seite. Die linke Seite ist zwar super trüb, aber ich denke, es ist effektiver, wie wenn wir alle da in einem rumplanschen. Deshalb versuche ich jetzt hier weiter ein bisschen in dem Trüben da zu fischen. Aber ich bin irgendwie zuversichtlich. Die letzten Minuten hatten wir so viele Fischkontakte, Nachläufer. Die sind aktiv, die müssen früher oder später beißen. Strike. Also, Alter, der hat 80. Siehst du? Heute die Scheiße am Schuh, ey. Volle Maul hatte das Ding gehabt. Komplett drin. 10 Nachläufer, Becky Nachläufer, ich noch 2 Nachläufer, Bart Nachläufer. Keiner ist hängen geblieben. Egal, frisches Wasser brauchen wir jetzt. Neues Gewässer, fahren wir jetzt hin. Mal sehen, ob da was geht. Bis gleich. So, am nächsten Spot angekommen. Bart und Dustin sind schon vor. Ich mache hier noch kurz meinen Köder ein bisschen sauber. Und dann geht es weiter. Ist aber nur ein ganz kleiner Spot. Wir machen hier nur ein paar Würfe, hat Bart gesagt. Und dann geht es direkt weiter. Schauen wir mal. Boah, jetzt muss endlich mal klappen. Da sieht's geil aus. Bisschen Sauerstoff drin. Da mache ich mal einen Wurf hin. Ja! Big one! Net! Becky! Yes! Wir haben es geschafft! Ich hab nasse Füße, aber wir haben es geschafft. Ja! Hey, guck mal, ich stehe komplett im Wasser. Oh, fuck, was ein Biss. Boom! Alter, haben wir gekämpft, ey! Becky! Geil, ey. Leute, ich bin hier komplett abgesoffen, aber der Fisch ist im Kescher. Und eine fette Brasse neben mir. Oh, das Ding, komm her. Den hast du dir verdient. Der Fisch ist im Wasser. In diesem kleinen Dings stand da. Hier war hier Sauerstoff reinkommt. Ach, geil. Yes, Becky. In so kleinen Gewässern, in solchen kleinen Gewässern, so dicke Hechte. Alter Schalter. Geil. Unseren Prototyp mit Miros Maus ungefähr 32 cm. Puh. Geil. Tolles Tier. Der darf schnell wieder zurück. So, ein wunderschöner Fisch. Ich denke, an die 90 hat er. Was für ein tolles Tier, ey. Oh, da ist er schon weg. Oh. Ey, das war aber auch ein Kampf. Ein Krampf. Und ich dachte schon, der geht mir wieder verloren, ey. Danke, Becky, fürs Keschern. Hast du nasse Füße? Ja, komplett. Scheiße. Aber dafür haben wir die Mission erfüllt, Becky. Dafür haben wir gekämpft. Auf diesen fetten Prototypen von uns, den Ace Twister. An einem BKK-Rig mit einer Miros Maus, also insgesamt so diese Länge, so 32 cm. Geil. Und das denn? Der erste Fisch auf unseren neuen Prototypen, Big Ja. Bait Rute von Ace. Da können wir gleich noch was zu erzählen. Yes! Endlich! Und jetzt geht's weiter. Oh Mann, ey. Füße sind nass, ich bin komplett eingesaut. Aber egal. Das war es auf jeden Fall wert. Mega. Was ein Kampf. So, neuer Spot und die Zeit nutze ich, um euch mal unsere neue Big Bait Route vorzustellen. Das ist die Next. Und zwar wird es die jetzt 100 und 200 Gramm, das ist jetzt die 200 Gramm Variante. Genau. Und der Blank ist schon richtig geil. Wir müssen noch ein paar Sachen optimieren und verändern. Grifflänge, Ringanordnung und so, aber Griff die ein bisschen Basis- länger, ne? ja, auf Irgendwie. jeden Fall ein bisschen länger. Aber ich denke, die Basis hat bis jetzt schon ganz schön überzeugt. Ja. Und jetzt hat sie die Feuertaufe auch mit dem ersten schönen Hecht Ja, das bestanden. stimmt. Das stimmt. Was denkst du, wenn es richtig gut läuft, wann können wir die erwarten? Die große wollen wir schon relativ schnell machen. Juli? Juli? Ich denke, das ist Ja. auch realistisch. Ja, und das Spannende ist, wird in die Next und die Next Pro geben. Zwei eine komplette, Preisklassen? ja, komplette Routenserie, genau, 2 Preisklassen und die wird es unter 200 € geben. Das ist schon eine Kampfansage, würde ich sagen. Ja, so, jetzt lass uns noch einen Fisch fangen, Ja, Becky. ich würde auch noch gerne anfangen. Let's go. Auf dem großen Köder. So, unser Pilzfluencer.
Der alte Glückspilz, Junge. Oh! So Leute. Richtig PB verdächtig. Nee. Der Köder. Aber genau, der Köder ist einfach größer als der Hecht. Aber ich habe ihn noch einen Mailspawner gefangen, wollen wir mal ehrlich bleiben. Ja. Ne? Danke. So. So, Fisch, Monster, aber geil. Weiter geht's. 2-1, 2-1, 2-1. Steht mir, mein Lieber. Richtiger Glückspilz. So, jetzt haben wir natürlich unseren Experten dabei, Moritz. Ja. Was ist das hier? Kann ich die essen? Die hättest du essen können, ja, das so wissen. Guck mal, Röhrenstäublinge, genau. Da- Da kommt jetzt das ist das Sporenpulver, was jetzt rauskommt. da sind wir früher mal raufgetreten. Genau, Fand ich die kennt man toll. als Puffpilze, ne? Puffpilze, Ja, genau. sagt man ja, so ja, als ja, ich Kinder, weiß. aber ich hier, weiß. das ist halt hier das Sporenpulver und damit verbreitet sich der Pilz. Und die schmecken? Die schmecken, wenn sie ganz jung sind, tatsächlich ganz gut. Ja, die müssen aber innen halt noch weiß sein. Der ist ja jetzt clearly ein paar Monate alt. Aber wenn wir Sowas. jetzt sagen würden, ey, wir brauchen unbedingt für einen Catch and Cook Pilze, würden wir irgendwas finden zur Zeit? Nee, ne? Judasohren könnten wir finden an Holunder. Judasohren? Ja, an Holunderbüschen. Also gibt es hier garantiert. Ist auch ein Vitalpilz, würde uns auf jeden Fall durch den Winter bringen. Aber bald geht's los mit Morcheln. Und da würde ich euch ja mal mitnehmen. Das ist nämlich Königsklasse. Ist super schwierig, aber wenn man die findet, ist das so wie ein PB-Fang. So Trüffelschweinmäßig. Genau. Wenn wir jetzt ein Battle machen würden, Würdest du So safe sehen- abkacken. Ja? Sorry, ja, voll. Okay, Challenge sehr- nehme ich ja, an. geil, okay, geil. Das machen wir. Ja, voll. ein Waldstück ausgesetzt Ja, und und ich dann sag wäre dir mehr nicht, wie man die findet. Das ist halt super das krasse Game, weil du halt Erklär's mir nicht. Nee, gut, ich Das ist, ja? ich zeig's ihm hinterher. Das werden wir auf seinem Kanal nämlich sehen. Geil. Dann machen wir nämlich Mann. das Battle. Martial Das Wars. ist so hardcore, Alter, aber gut. So, ihr Faulenzer, lass mal was essen gehen. Let's go and eat something. Wir haben uns gerade eben so gottlos bei McDonald's vollgestopft. Und ich muss sagen, ich bin noch etwas träge und mir ist auch leicht schlecht. Also ich habe 2 Cheeseburger gegessen, Chicken Burger gegessen, 9er Nuggets gegessen, einen McFlurry gegessen. Ich habe 2 so komische Pralinen gegessen, die gibt es anscheinend nur hier in Holland, die kenne ich von zu Hause nicht. Das war maßlos zu viel. Ich habe, guck mal, da gerade rausgeworfen. Würdest du jetzt denken, dass da irgendwie eine Karpfenschnur drin liegt? Ich nicht. Sag aber. Und da ist ja auch so ein Zelt. Da wird gekämmt. Da habe ich mal kurz ein bisschen interrupted. Das ist, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, dann wird es dann so voll das System plötzlich zu einem Wettrennen. Die Fische, die Spots werden gar nicht mehr ausgeangelt. Es geht nur noch darum, der Erste zu sein. Ich stehe nicht an der Spitze der Kette hier. Ich habe mich zwischen Reihen hier. Aber ich werde jetzt gleich an der Spitze der Nahrungskette stehen. Da will er sich wieder vor in die beste Position schleichen. We arrived at a new spot. It's not real polder, but it is a little park in the city, and it contains really big pike. And I hope we will take our big bait. A little bit better than the little pikes we had earlier. So let's see. Jetzt hat er Glück gehabt, dass er an den Prototypen noch rankommt. Aber wenn Bart dabei ist, muss man auf jeden Fall mehr Prototypen bestellen, weil er hängt die ganz gerne mal im Baum. Würdest du dich als sehr angelgeil betiteln? Ja, und ein bisschen auch geil auf dich. Wie oft gehst du angeln daheim? Im Sommer eigentlich täglich. Täglich? Ja. Du hast Ich habe ein Bötchen und nicht gehe dann, weit zum See. genau, ich gehe abends mal angeln. Ansonsten im Moment so 1-2 Mal die Woche. Ich sag mal so, wenn es keine Pilze gibt, dann gehe ich angeln. Also eins von beiden mache ich eigentlich immer. Ja, du bist gut aufgestellt, hobby- und passionsmäßig, gell? Ja, voll. Ich habe aktuell nur eine Passion, das Angeln. Ja, Aber vielleicht da können wir nachhelfen. helfen wir danach. Ja, voll. Ich glaube, ich lebe gar nicht in so einer schlechten Region für Pilze. Das glaube ich übrigens auch. Ja. Frankenthal. Das ist mega da unten. Voll. Ja, da haben wir hier gerade rumgelabert, der Moritz und ich, und da hatte Bart einen richtig großen Fisch drauf. That's brand new. Ah ja, hier, ihr seht. Schade, da wäre er gewesen, 90 plus. So, Spotwechsel. Schade. Die Chance war da. Bart hat, glaube ich, 90er hat er gesagt, ne? Renn in eine gute Stunde, mach die Kamera aus und ab zum nächsten Spot.
Wir sind nochmal zu dem Spot zurück, wo wir so viele Aktionen hatten. Hier 80er hinterher, 90er, aber nichts gefangen. Das werden wir jetzt hoffentlich ändern. Wird aber der letzte Spot und dann sind wir am Ende. Ich bin froh, dass wir die Mission geschafft haben. Aber es hätte schon ein bisschen besser laufen können, muss ich sagen. So langsam habe ich verdaut. Und da lässt sich dann auch schon gleich wieder ein bisschen leichter werfen. Ich versuche jetzt seit 2 Tagen mit den Big Baits einen Hecht zu fangen. Es hat dann noch nicht geklappt, ey. Jetzt kurz vorm Ende bekomme ich auch noch eine Chance. Ein richtig guter Fisch ist direkt vor meinen Füßen auf meinen riesen Shad geballert. Aber ist leider nicht hängen geblieben, ey. Was für ein Pech. Ich habe den Fisch gesehen. War auf jeden Fall ein richtig schöner Fisch. Ein paar Cuts sieht man auch hier im Köder. Hey, schade, ey. Ich möchte behaupten, den hätte ich mir auch verdient gehabt. Ich habe jetzt auch die letzten 2 Tage richtig fleißig die Dinger durch die Gegend geworfen. Jetzt hätte es fast noch geklappt, ey. Naja, ein paar Würfe mache ich noch. Richtiges Hechtwetter hier. Sturm. Knallt hier übers Land. Und Becky hatte den ersten Biss. Das macht doch noch mal Mut für die letzte Stunde. Oh, big one! Not too big. Ja! Oh. It's still there. It's still coming. It's still there. Now it went away. Die Hechte sind richtig aktiv jetzt. Der nächste, der ist aber richtig raufgeschossen. Hab auch angehauen. Aber leider habe ich ihn rausgezogen aus dem... Oh, da ist wieder einer. Oh, huge fish. Meter Pike. Meterhecht dahinter. Oh, weg ist er. Das war ein Meterfisch, Alter. Fuck. Das wäre es gewesen. Meterfisch noch mal kurz hinterhergekommen. Stand vorm Köder. Hatten aber nicht genommen. Und irgendwann ist er abgedampft. Oh, Adrenalinschub. Puh. Oh Mann, ey. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Ey, was ist hier los? Also was wir heute verhauen haben, ist unglaublich. Follower, gesehen, wie die raufgebissen haben, angehauen, ins Leere geschlagen, aus dem Maul rausgeschlagen. Schreibt mal ihr in die Kommentare bitte, ob ihr das kennt, ob das an großen Ködern liegt. Ich meine, ich angel sonst auch viel mit großen Ködern, habe das eher nicht so. Aber hier jetzt die letzten 2 Tage war enorm. Naja, 2, 3 Würfe noch und dann callen wir das ein Day. Wie sagt man es auf Deutsch? Dann machen wir Schluss für heute. So, das war der letzte Wurf. Unser Glückspilz. Jo. Moritz hat die meisten Fische gefangen, aber wir haben die Mission doch noch geschafft. Das war doch ganz geil. Bart im Hintergrund wirft noch. Puh, war zäh. Ey, das war so eine Viele harte Chancen, ey. Ich finde das so krass, dass man so, ja, oder auch Bisse, wo man gesehen hat, die hatten ihn im Maul, man schlägt ihn wieder raus. Das fand ich krass. Ja. Am Ende hast du es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Guckt auch mal bei Moritz vorbei, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!